Hallo liebe Hungrige, ich backe ja sehr gern mit Blätterteig, mit selbstgemachten, aber auch mit dem aus dem Kühlregal. Er ist so vielseitig verwendbar und diese Taler hier sehen nicht nur goldig aus, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern schmecken mit ihrer fruchtigen Füllung eben auch wirklich sehr, sehr lecker. Wir brauchen dafür Ananas in Scheiben aus der Dose, ihr könnt auch frischen nehmen und alternativ schmeckt es auch mit Pfirsich- oder Aprikosenhälften richtig köstlich. Wir brauchen für eine Mischung Zucker und Zimt, außerdem ein Ei und eben Blätterteig, hier also welchen aus dem Kühlregal. Das macht es natürlich auch besonders schnell. So, damit die Früchte ordentlich abtropfen können, geben wir ein Sieb auf eine Schüssel und dann die Ananasscheiben hinein. Nun geben wir zum Zucker den Zimt und müssen dann nichts weiter machen, als beides gründlich miteinander zu vermengen. Löffel oder Gabel und ruckzuck ist es erledigt. So, und nun den Blätterteig ausrollen. Denkt daran, ihn 10 Minuten vorher aus dem Kühlschrank zu nehmen, zum Akklimatisieren. So, und nun wollen wir den Blätterteig rund ausstechen, brauchen also einen Ausstecher passender Größe. Muss ja etwas größer sein als die Ananasscheiben. Ich verwende dafür so eine Burgerpresse, die also sonst für die Patties verwendet wird hier einfach mal ein bisschen zweckentfremdet. Und wenn ihr keinen Ausstecher in der richtigen Größe habt, findet ihr bestimmt ein passendes Glas, das ihr dafür nehmen könnt. Sind dann ausreichend ausgestochen, den überflüssigen Teig entfernen, könnt ihr ja weiterverarbeiten. Nun die abgetropften Ananasscheiben mit Küchenpapier weiter abtrocknen. Nun schnell noch das Ei trennen, denn wir brauchen nur das Eigelb davon und dieses verrühren wir dann auch gleich mal. So, die Ananasscheiben sind inzwischen trocken genug und wir bestücken damit eine Hälfte der ausgestochenen Teigkreise. Dann schnappen wir uns die Zimtzuckermischung und verteilen davon etwa einen Teelöffel voll in und um die Mitte der Ananasscheiben. Haben dann alle etwas abbekommen, brauchen wir das Eigelb und streichen damit ringsherum den überstehenden Teil der Teigscheibe ein. Das ist ja ein guter Kleber und im nächsten Arbeitsschritt wird nun alles mit der zweiten Hälfte der Teigscheiben abgedeckt und dann drücken wir rundherum mit den Fingern die beiden Teigscheiben zusammen und, um auf Nummer sicher zu gehen, wird dann ringsherum alles noch mit einer kleinen Gabel fest angedrückt. Und wenn wir dies mit allen Teilern bewerkstelligt haben, legen wir sie nun auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech. Und nun wird die Oberseite vollständig, also schön bis an den Rand hin, mit dem Eigelb eingestrichen. Haben wir dies für alle erledigt, verteilen wir nun noch den Rest der Zimtzuckermischung auf der Oberseite unserer Taler. Und das war's auch schon, ab damit in den Ofen. Und hier werden sie nun bei 200 Grad, Umluft 180, für ca. 15 Minuten gebacken. Je nachdem, ob ihr sie eben ein bisschen heller oder dunkler haben wollt. Bei mir sahen sie jedenfalls nach einer Viertelstunde so super aus. Ich finde, richtig appetitlich. Und deswegen haben sie auch nicht lange gehalten. Wie ihr sehen konntet, ging ja wirklich ganz schnell. Und mit anderen Früchten könnt ihr halt eben auch Varianten davon backen. Schmecken warm super, aber auch kalt lecker. Ich wünsche euch viel Spaß beim Backen und dann recht guten Appetit. Falls ihr aber doch lieber einen Streuselkuchen backen möchtet oder es ganz anders vielleicht Pasta geben soll, dann schaut euch doch diese Videos an. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.